Guten Morgen aus Bad Kissingen. Ja, die Abenteueralbe ist vorbei. Wir stehen jetzt hier seit Sonntagmittag auf dem Wohnmobilstellplatz bei der Kisalis-Therme. Und heute werde ich ein bisschen basteln, nachdem Heike jetzt gerade zu ihren Eltern aufgebrochen ist für nochmal 2 Tage. Bin ich jetzt sozusagen Strohwitwer bis Donnerstagmittag und ja, mal schauen, wie wir die Zeit etwas produktiv füllen. Ich habe mir hier von meinem Vater 2 Holzbretter mitgenommen. Da werde ich jetzt was basteln, damit es innen noch ein bisschen bequemer wird in der Rundsitzgruppe. I'm a bit of a fixer-upper. A couple of these doors don't close. They tell you that the attic's haunted and the kitchen faucet's broke. It ain't got that curb appeal, the kind that jumps off the page. It's been on the market a while, but it might get better with age. I've been known to take on water. You might get your feet wet for a price of absolutely nothing. This can be yours, you can be mine. I'm a bit of a fixer-upper, but I can be your place. It looks a little broken down, but I got wood floors and an old oak staircase. I'm a bit of a fixer-upper. So, Nummer Uno ist soweit fertig. Beziehungsweise es fehlen noch 2 kleine Teile, aber da muss ich warten, bis Amazon die an den Amazon-Locker unten an der Tankstelle geliefert hat. Ich hoffe, die sind bald soweit. Jetzt räumen wir dann erstmal das Werkzeug wieder weg, damit hier wieder ein bisschen Ordnung einkehrt. But I can be your place. It might look a little broken down, but I got wood floors and an old oak staircase. I'm a bit of a fixer-upper, but I'm built on solid ground. And I think the two of us together could build the prettiest house in town. Ja, und das wurde aus den beiden Brettern. Schöne Lehnen hier mit Kissen im gleichen Stoff. Ein Kissen hatten wir schon, das war am Gewürzregal befestigt, das hatten wir bei B-Mobil damals mitbestellt. Und ja, das ist natürlich die teure Variante. Ich habe jetzt noch mal ein zweites Kissen bei B-Mobil nachgeordert, damit wir halt die gleiche Stofffarbe und alles haben. Und ja, die Holzbretter sind einfach hier an den Stellen festgeschraubt. Luxemburg Alert, geht hier schon den ganzen Abend los. Ist totales Chaos. Nur wegen der 112, weil die nicht sauber erreichbar ist oder so. Und ja, alle paar Minuten klingelt hier ein Handy. Okay, ja, einfach die Bretter hier mit 3 Schrauben festgeschraubt und das Kissen mit Druckknöpfen festgemacht. Genau, und dann hat man hier schöne Kopfstützen, die Gurte stören nicht mehr und man kann sich hier wunderbar anlehnen. Ich bin jetzt gerade aus dem Zug ausgestiegen und gehe jetzt hier durch den schönen Part von Bad Kissingen zurück zu Hendrik und Mando. War jetzt 2 Tage auf Familienbesuch, was sehr schön war. Wir waren essen, haben Lagerfeuer gemacht, ja, und ich habe allgemein wieder schön viel Zeit mit meiner Familie verbracht, was passt, da wir uns jetzt die nächste Zeit wahrscheinlich nicht mehr so oft sehen.
Hier sind wir im Ferienhof Röhling, wo wir die Hitzewelle, die zu dieser Zeit war, aussetzen wollten. Mando steht hier zwar in der Sonne, aber es gab auch Schattenplätze, an denen man gut sitzen konnte. Na du? Videx. Videx, sag Hallo zu unseren Zuschauern. Hm? Hier sind Betten auf Rollen, die man auch als Sonnenliegen nutzen darf. Ein paar Stühle, ein paar Sessel, hinter ein Bücherschrank. Spülbereich und eine Waschmaschine, die man zum sehr fairen Tarif von 2 Euro benutzen kann. Und hier noch das Badezimmer. Das kann man dazu buchen, wenn man möchte. Kostet 10 Euro pro Tag. Mit einer sehr schönen, geräumigen, sauberen Dusche. Und ein Waschbecken.
Several days later. Mando wieder mal im Regen, wieder mal vor einer Werkstatt. Aber keine Sorge, wir lassen hier bei Schliephake nur alle Scheinwerfer auf LED umrüsten, weil die Originalfunzeln waren zu nichts zu gebrauchen. Und lassen zusätzlich noch die oberen Scheinwerfer vom Iveco zuschaltbar machen, wenn wir mal im Gelände oder so nachts etwas mehr sehen müssen. The next morning. Ja, und am nächsten Morgen hieß es an unserem Stellplatz am Willisee auch gleich wieder sehr früh aufstehen, denn es geht weiter zur Firma Kleekamp. Dort wurden wir vom Firmenhund super unterhalten, während wir auf unsere Aufrüstung der Solarpaneele warteten. Wir haben jetzt zweimal 120 Watt zusätzlich bekommen, also insgesamt 640 Watt haben wir jetzt auf dem Dach. Außerdem wurden die Votronic Solarladeregler gegen die blauen ausgetauscht. Das sind für die nächsten Wochen erstmal die letzten Meter auf deutschem Boden. Wir verlassen Deutschland in Richtung Niederlande, um uns mal noch ein paar Tage auf einem schönen Stellplatz zu erholen, bevor es dann wieder richtig weitergeht. Das ist kein Schild. Aha. Auch kein Willkommensschild oder sowas, nichts. Ne? Der Campingplatz ist wirklich schön gelegen, also vor allem schön ruhig zwischen Feldern und Wald. Der Wald gegenüber vom Campingplatz ist wirklich wunderschön und sehr groß, sodass man da bestimmt stundenlang spazieren gehen könnte. Und mit diesen Aufnahmen unseres ersten Stellplatzes in den Niederlanden beenden wir das heutige Video. Bleibt aber dran, es kommt noch ein lustiger Vogel zum Schluss. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.